Schon Anfang des Jahres gab es Eisbärenalarm am Nordpolarmeer. Jetzt ist es wieder soweit. Die Eisbären in Sibirien und Alaska stehen, auch wegen der Klimakrise, kurz vor dem Verhungern und nähern sich bei ihrer Suche nach Futter den menschlichen Siedlungen. Spezielle Patrouillen sollen die Eisbären jetzt vertreiben. Aber gelöst wird das Problem, das in Zukunft noch größer werden wird, aber dadurch noch lange nicht. Und bis die Eisbären wieder sicheren Boden, sprich Eisschollen, unter den Füßen haben, ist es noch eine Weile hin. Klicks um Nature, hier gibt es regelmäßig Videos zu Umwelt- und Naturthemen. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Anfang des Jahres gingen die schockierenden Bilder um die Welt. Eisbären, die plötzlich im Flur stehen, durch das Wohnungsfenster gucken oder es sich neben einem Kinderwagen bequem machen. Im Februar 2019 hatten die Behörden in den betroffenen Regionen dann den Notstand ausgerufen. Die Rede war von einer Invasion der Eisbären. Mehr als 50 Tiere wurden gezählt, die versucht hatten, in Wohnhäuser oder öffentliche Gebäude einzudringen. Die Bewohnerinnen und Bewohner mehrerer Siedlungen auf der sibirischen Arktis Insel Novaya Zemlja hatten sich nicht mehr aus ihren Häusern getraut und ließen ihre Kinder nicht mehr in die Schule oder in den Kindergarten gehen. Medien vor Ort berichteten sogar von einem sehr aggressiven Verhalten der Eisbären, die teilweise sogar Jagd auf Menschen machen würden. Jetzt ist es wieder soweit. Die Umweltschutzorganisation World Wildlife Fund, WWF, teilte mit, dass die Eisbären derzeit den menschlichen Siedlungen wieder gefährlich nahe kommen. Dazu heißt es auf der WWF-Webseite: Wie bereits in den vergangenen Jahren sind immer mehr Dörfer in Russlands Norden mit umherstreuenden Eisbären konfrontiert. Inzwischen mehrmals täglich schlagen die Bewohner des Dorfes Rykaipi am Ufer des arktischen Tschuktschen-Sees Alarm. Schon Ende Juli tauchte das erste Eisbärchen-Männchen auf der Tschuktschen-Halbinsel auf. Danach folgten immer mehr. Auch ein Weibchen mit 2 Jungtieren wurde dann etwa 5 Kilometer weiter gesichtet. Im Dorf Kap-Kotzhevnikow tauchte ein Eisbärenmännchen gleich 2-mal hintereinander auf. Die Menschen dort versuchen, die Bären mit Schreckschuss und Leuchtpistolen zu vertreiben. Alles andere ist auch nicht erlaubt, denn die Eisbären gelten laut Weltnaturschutzunion IUCN als gefährdete Art. Sie stehen auf der roten Liste gefährdeter Tierarten und dürfen somit nicht erlegt werden. Keine Frage. Die Sorgen der Menschen in den betroffenen Gebieten sind nachvollziehbar. Doch dieses Verhalten der Eisbären ist aber nicht verwunderlich. Sie stehen kurz vor dem Verhungern und suchen deswegen auch in der Nähe von Menschen nach Nahrung. Auf Müllhalden beispielsweise werden sie dann fündig. Der Grund für die Not der Bären: das Meer bleibt wegen der Klimakrise immer längere Zeit frei von Eis. Die Eisbären warten an den Küsten, bis sich wieder Eis auf dem Meer bildet, denn nur so können sie auf Robbenjagd gehen. Teilweise müssen sie darauf Monate warten. Der WWF unterstützt schon seit längerer Zeit spezielle Eisbärpatrouillen vor Ort. Hierbei handelt es sich um Förster und Jäger, die abwechselnd nach den Eisbären Ausschau halten. Die Tiere sollen also verscheucht werden, ehe sie zu einer Gefahr für die Menschen vor Ort werden können. Honoriert wird diese Arbeit laut WWF-Angaben mit einem Obolus, also einer Summe Geld und der notwendigen Ausrüstung. Damit sollen nicht nur die Dorfbewohner geschützt werden und Menschen-Tier-Konflikte vermieden werden. Dazu die WWF-Artenschutzreferentin Sibylle Klenzendorf. Die Arbeit solcher Patrouillen ist für die lokalen Eisbärbestände von enormer Bedeutung. Erstens gewährleisten sie die Sicherheit der Anwohner. Zweitens können Abschüsse von Eisbären vermieden werden. Und die kritische Phase für dieses Jahr ist noch nicht einmal vorbei, denn der Minimalwert der Meereisabdeckung wird in etwa Mitte September erreicht, bevor dann die Temperaturen wieder sinken und die Eisfläche endlich wieder wächst. Doch klar ist auch, dass das Problem in Zukunft nicht kleiner wird. Im Gegenteil, die Zeit im Sommer, in der das Meereis in der südlichen Beaufortsee geschmolzen ist, wird immer länger. Laut des Geologischen Dienstes der USA, USGS, hat diese Periode seit dem Ende der 90er Jahre im Schnitt um 36 Tage pro Jahr zugenommen. Eine dramatische Lage für die Eisbären. Dazu Sibylle Klenzendorf: Je wärmer die Arktis wird und je länger das Meer im Jahr eisfrei bleibt, umso kritischer wird die Situation für Eisbär und Mensch. Auch im Amazonasgebiet werden Lebensräume vernichtet. 278% mehr Bäume im Amazonas-Regenwald gefällt. Anklicken, anschauen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Klicks um Nature abonnieren und die Glocke aktivieren. Bis dann. Bleibt dran.